Ich finde, man weiß direkt irgendwie als Kind schon, wer man ist. Und dann kommt die Gesellschaft, dann kommen die Leute und dann versuchen die dich zu ändern, dann wirst du ein anderer Mensch. Aber eigentlich tief im Inneren bist du das, was du als kleines Kind einfach cool fandest, Mann. Wenn ich einen Typen habe, so ich will doch auch, dass er todeserfolgreich wird. Also man kann doch, beide können auch immer auf den Next Level kommen, anstatt dass der eine nur immer so hoch guckt. Hätte ich auch keinen Bock, die ganze Zeit jemanden so anzufeuern. Ich dachte mir so, für was soll ich mich anpassen? Für was soll ich irgendwie das machen, was Leute von mir erwarten? Dass ich in irgendein Raster passe, weil dann werden die anderen Menschen ja auch so, dass die sich in ein Raster zwängen. Und mein Wunsch ist halt, dass niemand sich in ein Raster zwängt und alle einfach machen, was sie denken, mit ihren Fehlern, so. Mit den Macken, die man hat, die man macht, die man nicht machen sollte. Über jeden Ex-Freund, den ich gesungen habe, der hat das verdient, auf jeden Fall. Alles hat seinen Grund gehabt. Aber dann hat es bei mir Klick gemacht und dann habe ich so überlegt, Alter, ich hatte jahrelang ein falsches Bild. Ich war kein normaler Mensch, so, ich verzeih ihm gar nicht. Er hat bewusst meine Familie, mein Leben kaputt gemacht. Ich habe meine Freunde verloren, meine Schule, ich habe mein ganzes Leben verloren. Die erste Künstlerin, die ich heute begrüße, ist zwar erst Anfang 20, aber sie hat schon mehr erlebt als so manch ein Rentner. Angefangen hat sie als YouTuberin, da hat sie oft über Sexthemen gesprochen. Heute ist sie Bestseller-Autorin und eine der erfolgreichsten Rapperinnen im Land. Ich freue mich sehr, dass sie heute im Basement Café ist. Herzlich willkommen, Katja Krasavice. Mein zweiter Gast fühlt sich in der Dunkelheit am wohlsten. In ihrer Musik verarbeitet sie oft toxische Beziehungen. Mit der Single Nur mir hat sie die Self-Empowerment-Hymne des Jahres geschrieben. Ich freue mich sehr, dass sie heute im Basement Café ist. Herzlich willkommen, Elif. Herzlich willkommen im Basement Café. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Dass ihr euch die Zeit genommen habt. Alles gut bei euch? Ja. Alles gut? Ja? Kennt ihr euch untereinander? Nein. Nee, ich kenne dich nur aus Film und Fernsehen, würde man sagen, ne? So süß. Aber ich kenne sie auch. Also wir ihr kennen verfolgt schon uns, die Arbeit. aber persönlich halt nicht. Heute erst mal. Alright. Das wird lustig. Ich will's schon. Wir kommen zum ersten Film. Ihr könnt euch mit dem Stuhl einfach zur Leinwand drehen. Du kannst nicht weggehen, Truman. Bitte, Gott. Du gehörst hierher. Du kannst es. Zu mir. Rede mit mir. Sag etwas. Nun sag schon was, verdammt, du bist im Fernsehen. Die ganze Welt ist live dabei. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja. Wie war das denn für euch, als ihr das erste Mal realisiert habt, krass, ich bin jetzt einfach in der Öffentlichkeit, die Leute kennen mich, die Leute erkennen mich, das, was ich sage, tue, auch im Netz, hat jetzt einfach eine andere Bedeutung? Ja, das Ding ist, bevor ich bekannt war, haben mich Leute schon erkannt, so, weil ich war ja immer freizügig und die Leute haben sich halt darüber lustig gemacht und mich kannte eigentlich immer überall jeder, ob im Dorf oder in der Schule, alle kannten mich. Deswegen war es jetzt nicht so krass. Bei mir war es eher krass, weil die Leute haben mich erst ausgelacht und dann, wo ich YouTube gemacht habe, fanden die das cool auf einmal. Das war für mich krass. So erkannt werden war nicht neu. Und das fand ich richtig krass. Ich so, ja Mann, voll geil, die finden mich jetzt cool und so. Und was ich jetzt wieder cool finde, ist, dass ich jetzt von der YouTuberin zur Sängerin geworden bin. Jetzt bin ich nicht mehr, ey, das ist die YouTuberin, jetzt rufen die, ey, das ist die Sängerin. So, und das ist noch cooler. So. Aber hat sich dein Leben dann, hast du dir Gedanken gemacht, wie du dich jetzt öffentlich gibst, was du jetzt zum Beispiel postest, was du raushaust an Bildern auf Instagram etc. Oder ist das für dich gleich geblieben? Ich habe direkt gemacht, was ich wollte, weil ich dachte mir so, für was soll ich mich anpassen und für was soll ich irgendwie das machen, was Leute von mir erwarten. Dass ich in irgendein Raster passe, weil dann werden die anderen Menschen ja auch so, dass die sich in ein Raster zwängen. Und mein Wunsch ist halt, dass niemand sich in ein Raster zwängt und alle einfach machen, was sie denken, mit ihren Fehlern, so. Mit den Macken, die man hat, die man macht, die man nicht machen sollte.
Wie war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich habe ja schon sehr früh angefangen, Musik zu machen. Und war ja, das wissen ganz wenig Leute wahrscheinlich noch so, vor 10 Jahren in einer Castingshow. Und das war so mit 16. Popstar oder? Genau, Popstars war das. Und das war das erste Mal, dass mich Leute erkannt haben, so deutschlandweit. Das war komisch, weil ich habe meinen Fokus nie darauf gelegt. Für mich ging es immer schon um die Musik und dass ich das, was ich mache, gut mache. Und ich finde es auch heute noch komisch, wenn Leute so kommen, hey, du bist doch Elif. Und dann frage ich erstmal, ey, und wie heißt du? So, ich lege den Fokus nicht so ganz drauf auf dieses Bekanntsein, sondern eher auf meine Arbeit. Gibt es denn Dinge, von denen ihr bereut, dass ihr sie je preisgegeben habt in der Öffentlichkeit? Dinge, von denen ihr heute sagt, oh, das hätte ich mal besser für mich behalten? Nein, ne? Ich auch nicht. No regrets. Über jeden Ex-Freund, den ich gesungen habe, der hat das verdient, auf jeden Fall. Liebe es. So, Ding, alles hat seinen Grund gehabt. Ja, bei mir auch. Also so bei mir die Freizügigkeit bereue ich auch überhaupt nicht. Ich war so, jetzt bin ich ein bisschen erwachsener geworden, ziehe mich ein bisschen mehr an. So klar, freizügig, die Leute denken sich immer noch so, okay, krass, wie sich anzieht, aber ich finde, man hat ein Leben und ich bin zum Beispiel im Internet aufgewachsen und einmal war ich so, dann war ich so, dann war ich so. Es wird alles zu meinem Leben, deswegen bereue ich gar nichts. Hattest du eigentlich, weil du es jetzt ein paar Mal erwähnt hast, du bist erst im Internet gewesen, dann Musik, war das ein Plan, den du verfolgt hast oder hat sich das einfach so ergeben, wie es dann kam? Das war beides. Also ich wollte eigentlich nur Musik machen von Anfang an, weil ich fand das cool, weil da kann ich sexuell sein und mich trotzdem ausleben. Ich kann Musik machen, auch wenn ich jetzt nicht die krasseste Sängerin bin, habe ich das immer gemocht. Aber es hat halt nicht geklappt wegen GEMA, weil ich habe ja so Musikvideos hochgeladen, selber gedreht, selber aufgenommen, alles. Hat aber nicht geklappt, weil GEMA das gesperrt hat. Und dann habe ich halt mein YouTube gemacht und dann kam aber die Chance, einen Song zu machen und dann war King Shit. Bei dir war es genau andersrum, ne, meintest du? Bei mir, ich wusste schon mit 5, dass ich Mucke machen will. Also ich saß schon vor dem Fernseher und immer Musikvideos geguckt und es gab eigentlich keinen Plan B. Ich habe auch die 11. Klasse dann abgebrochen, also nach der 11. abgebrochen, kein Abi gemacht und meinen ersten Plattendeal auch mit 17 unterschrieben, 2 Alben gemacht und jetzt kommt mein 3. Album. Und das auch so, erst jetzt habe ich auch eigentlich das Gefühl, dass es losgeht. Und ich bin irgendwie voll froh, dass es jetzt erst so richtig losgeht, weil ich das Gefühl habe, dass mein Charakter sich auch so gesetzt hat. Weil früher wusste ich noch so gar nicht, wer ich sein möchte, habe mich immer so ein bisschen angepasst, man hört das auch. Ich habe früher Deutsch-Pop gemacht. Ich würde sagen, es ist immer noch Pop, aber viel urbaner. Und jetzt erst so stehe ich zu mir selber und fühle mich so wohl in meiner Haut und mir ist wirklich egal, was jemand sagt. Ich will einfach nur mein Ding machen. Ich finde es bei dir so krass, also generell finde ich es immer krass, wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen und so viel von sich preisgeben, aber du bist ja noch so jung, ne? Wie alt? 22? 23, ich bin 24. Du bist jetzt 24 und du bist 27. Bist auch noch sehr jung. Also ich habe da mal so mega Respekt, aber du sagtest gerade, ich musste mich erst mal finden, deswegen ist es für mich ganz gut, dass es jetzt erst losgeht. Wie war denn das für dich als so junge Person? Hattest du schon ein klares Bild davon, wer du als Mensch bist? Nein, oder auf hast du keinen dich Fall. dann quasi erst in der Öffentlichkeit selbst gefunden? Ich habe mich in der Öffentlichkeit selbst gefunden. Das ist auch in meinem Buch alles drin. Ich dachte jahrelang, weil ich halt keinen Vater und so, und mein Vater hat auch schlimme Dinge gemacht und mein ganzes Selbstbild geändert. Ich dachte jahrelang, sexuell gesehen jetzt wirklich, dass eine Frau nur was wert ist, wenn sie dem Mann was gibt. So. Also ich war komplett noch nicht bei Sinn, so. Ich war noch nicht erwachsen, habe mal trotzdem meine Videos gemacht. Aber deswegen bereue ich es nicht, weil ich war das einfach. Ich war so, ich bin erwachsen geworden, jetzt habe ich ein ganz anderes Bild, jetzt bin ich komplett anders. Wo kam das her, dieser Glaube, dass die Frau dem Mann was geben muss? Ich glaube einfach, dass ich nie eine Vaterrolle hatte, so, die mir gesagt hat, was ich wert bin. So, ich habe nicht gewusst, was ich wert bin und habe mir selber meinen Wert versucht beizubringen. Und mein Wert war einfach so, ja Mann, ich bin nur cool, wenn ich mich jetzt so anziehe und so. Und das war halt mein Wert. So. Und das war halt ein bisschen schade. Und jetzt habe ich mich gefunden. Jetzt bin ich trotzdem freizügig, weil das bin ich einfach, aber ein bisschen anders. Jetzt bin ich eher so, wenn ein Mann kommt, sage ich so, mach erst mal was dafür. Früher war es so, ja, Mann kommt, hi, komm vorbei. Ey, aber bei mir war es so, ich habe einen älteren Bruder und der durfte zum Beispiel viel mehr als wir Mädchen, meine Schwester und ich. Und automatisch haben meine Eltern mir damit vermittelt, du bist weniger wert, du darfst weniger. So irgendwie, er wurde immer bevorzugt. Und ich glaube, das hat dann auch zur Folge, dass man sich komische Männer sucht, dass man ganz komische Entscheidungen trifft, weil man seinen Wert nicht kennt. Ja. Du bist auch in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen, ne? Genau. Also, so hättest du wahrscheinlich nicht nach Hause kommen dürfen, wie du Also heute so wie ich angezogen jetzt bist. bin, gehe ich nicht nach Hause. Ja. Wahrscheinlich guckt sich mein Vater das Interview an. Aber er hat was Geiles gesagt, weil die entwickeln sich ja auch irgendwie weiter. Und so altersmilde, sage ich. Die werden altersmilde. Er meinte letztens zu mir, man raucht nicht so viel. Dann meinte ich, Papa, du rauchst auch. Ich muss manchmal auch einen rauchen, Nikotin, ich brauche das. Und dann meinte er, okay, Liv, ich find's gut, dass du so ehrlich bist. Und wir sind mittlerweile auf so einem Level. Und früher wäre das gar nicht gegangen.
Aber wie, also das stelle ich mir auch schwierig vor, dieses, sich das erste Mal auch trauen. Also wann war das, wo du für dich einfach realisiert hast, ich mache das jetzt, ich lasse mich nicht weiter einschränken, ich lebe mein eigenes Leben? Boah, da sind Sachen, ich habe auch so voll viele Jahre, also ich bin voll früh ausgezogen, voll viele Jahre nicht mit denen geredet und so mit meinen Eltern. Es war schon eine krasse Phase und ich habe immer wieder Stück für Stück versucht, mich zu überwinden. Und erst jetzt so mit 26, 27 bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ey, wenn ich zu mir selber nicht stehe, wer soll's dann tun? Ich will nicht das Leben leben, was jemand mir sagt, sondern das, wie ich bin. Und manchmal ziehe ich mich so an, manchmal ziehe ich mir ein T-Shirt an, manchmal bin ich geschminkt, ungeschminkt. So, bitte liebt mich einfach so, wie ich bin. Cool, dann kommen wir zur zweiten Szene. Wir können uns wieder drehen zur Leinwand. Ich habe gute Nachrichten. Ja? Mhm. Ich gehe nicht nach Europa. Wir sagen den Rest der Tour ab und dann bin ich den ganzen Sommer hier. Ist das nicht toll? Was ist passiert? Nichts ist passiert. Das Label findet das Album toll und es verkauft sich so gut. Da wollen sie einfach den Moment nutzen und mit mir ein neues aufnehmen. Raz ist super aufgeregt. Das wird also toll. Das heißt, heute Abend ist mein letztes Konzert. Da lassen wir es zum Abschluss im Forum richtig krachen. Toll. Ja. Katja, kennst du, oder? Nein. What? Du kennst ihn aber. Ja, A Star is Born. Kennt ihr dieses Gefühl, dass man, ich meine, dass männliche Egos fragil sind und nicht damit klarkommen, dass die Frau der Star ist und nicht man selbst? Also ich muss ehrlich sagen, es kommt drauf an, mit was man sich umgeben will. Natürlich gibt es bestimmt Männer, die darauf nicht klarkommen, aber alle Männer, die ich in meinem Leben hatte, die hat es einfach einen Scheiß gejuckt. Die waren stolz und gut ist. Ja? Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Männer kennengelernt, die mir gesagt haben, dass sie mich unterstützen, aber insgeheim mein Selbstwertgefühl immer versucht haben, runterzumachen. Und es ist so super manipulativ und irgendwann raffst du das. Also jetzt würde mir sowas nie wieder passieren, aber wenn du jemandem so vertraust und der sagt, ich helfe dir bei allem. Und also das Allerschlimmste, was jemand zu mir gesagt hat, ist, du hast es nicht verdient. Alle haben es verdient, nur du nicht. Sowas hat jemand mir mal gesagt. Und, das war ein Freund von dir, also dein Partner das war mein damals? Ex-Freund. Okay, mein Ex-Freund. Und dann meinte er auch irgendwie so eine Sachen wie, du kannst nicht singen. Du kannst es nicht. Also du kannst es einfach nicht. Ich glaube, weil er halt einfach so Angst hat, dass ich mich trenne oder ich weiß nicht was, aber das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und auch so beruflich passiert mir das auch immer mal wieder, weil ich mag es freundlich zu sein. Erstmal will ich den Leuten lieb begegnen, weil ich mir denke, okay, wenn ich so bin, dann strahlt das so zurück, aber so ist es voll oft nicht. Und wenn du sagst, schlechte Frauen haben einen guten Freund, dann glaube ich dir das zu 100%. Ja. Aber was du sagst, du hast recht. Mir ist es auch eingefallen. Ich habe jetzt nicht darauf geschlossen, dass ich dachte, du meinst eher so, dass sie so neidisch sind. Aber was sie das Nee, gerade nicht formuliert neidisch in hat, dem Sinne, sondern dass sie einfach Probleme haben, damit Ja. klarzukommen. sie hat recht, es ist manipulativ, du merkst es nicht. Ich helfe dir, ich mach aber das die und das. helfen nicht. Und dann, wenn Streit ist, du bist niemand, was denkst du, wer du bist, bla bla bla, du kannst gar nichts. Dann Ich bin der merkst du Einzige, direkt, der dir helfen kann und ja. so weiter. Oh mein Und Gott, dann, lass mich dann damit bist in du Ruhe. offiziell gefickt. Ja. Aber dann musst du als Frau sagen, Digga, ich mach, was ich will und wenn ich nicht erfolgreich bin, scheiß drauf. Ich mach's einfach alleine, fertig ist. Ja. Habt ihr das Gefühl, dass es besser wird? Dass die Gesellschaft sich dahin wandelt, dass das auch mal völlig okay ist und dass es auch okay sein sollte und die Männer auch damit klarkommen, dass die Frau halt mehr verdient, dass die Frau halt den geileren Job hat, dass die Frau eben erfolgreicher ist? Oder Ich finde halt so, man ist kann sich auch personenabhängig. gegenseitig unterstützen. Es geht ja nicht nur darum, dass der Mann die Frau unterstützt, sondern wenn ich einen Typen habe, so ich will doch auch, dass er todeserfolgreich wird. Also beide können auch immer auf den Next Level kommen, anstatt dass der eine nur immer so hoch guckt. Hätte ich auch keinen Bock, die ganze Zeit jemanden so anzufeuern oder der feuert nur mich an. Will auch mit keinem Fan zusammen sein. Ja. So. Ja. wie ist es im Rap-Business? Ist es da noch mal schwerer? Muss man da mehr leisten, um die gleiche Anerkennung zu bekommen? Habt ihr das Gefühl, dass ihr fair behandelt werdet? Also ich bin, seitdem ich jetzt Rap mache und Musik mache, Oder Musikbusiness genau sehr gar nicht gut, so? eigentlich sehr gut angenommen und werde sehr gut respektiert und bin dafür sehr dankbar. Und wenn es aber nicht so wäre, wäre es mir auch egal. Also
Deswegen, also ich mache es nicht dafür, dass jetzt die Rapper sagen, oh, voll cool und so. Das ist mir kackegal, aber wenn jemand respektiert, dann gebe ich Respekt zurück, so. Also bei mir ist es relativ cool geworden, so. Am Anfang war es nicht so, wo ich noch nicht so richtig im Rap drin war, aber seitdem ich mein Album gemacht habe, seitdem es läuft, ist eigentlich alles ganz cool bei mir. Ich habe mir die Frage nie gestellt, aber wenn du mir sie jetzt so stellst, denke ich mir so, ja, ich glaube schon, dass ich respektiert werde, aber irgendwie auch, weil ich mich selber respektiere und einfach ich gucke halt auf meine Sachen und dann ist es automatisch authentisch, weil das bist du und dann, was soll man da nicht daran respektieren? So, ich könnte auch Schlager machen und das müsste man auch respektieren. So sehe ich das eher. Habt ihr denn, weil es heißt ja, also es heißt es nicht nur, es ist teilweise auch so, dass sehr viel Sexismus in Rap-Texten ist, dass die Szene insgesamt ein Sexismusproblem hat. Würdet ihr das so pauschal bestätigen oder wie seht ihr das? Es ist schwierig, finde ich. Es ist schwierig. Sag du was. Ich glaube, manchmal ist es auch Kunst halt. Genau, ne? genau. Also es gibt so Texte, da brauchst du einfach dieses Image, um halt den Text interessant zu machen. Auch in einem Film, also nicht jeder Schauspieler ist ja gleich ein Massenmörder oder so. Aber okay, das ist jetzt irgendwie in Rap wird's nicht so gemacht, aber so manche Sachen sind Kunst. Auch wenn ich über etwas singe, dann mische ich das auch ab und an. Aber sind die Rapper dann, spielen die eine Rolle? Also sind sie gar nicht, weil das ist ja immer dann die Frage, ne? Ja, ist das jetzt authentisch, sind die das? Ja, oder? Das Ding ist, ich habe immer sexistische Songs gehört und habe mich nie angesprochen gefühlt. Frauen sind Schlampen, wenn eine Schlampe ist rund. Ja, da ist sie halt wenn eine Frau eine Schlampe ist, ist eine Schlampe. Ist sie gerne eine Schlampe? Ja, okay, dann, cool, dann bist du auch eine. Ja, und dann komme ich hin, ich bin eine Schlampe und was willst du jetzt machen? So, wow. Also mich hat das nie gejuckt, wenn jemand irgendwie sexistisch in einem Rap-Song redet, ich twerk dazu und freue mich und gut ist. Das ist halt, glaube ich, ein Unterschied, wenn man das in echt macht, so. Genau. Also wenn die jetzt darüber rappen Vibe, und dann irgendwie ein Video hochladen, wo das wirklich in echt passiert, dann kann man, glaube ich, was dazu wirklich sagen. Aber so vieles ist Kunst, glaube ich. Also ihr habt jetzt Backstage oder auf irgendwelchen Festivals oder so, da ist alles cool, da alle, sind die Leute höflich. Alle respektvoll, unnormal respektvoll. Ich glaube, das ist alles nur so total überspitzt dargestellt. So. Ich werde ja auch meistens als sexistisch dargestellt, aber ich bin genau das Gegenteil davon. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, finde ich, weil die Leute selber nicht checken, was sie damit sagen wollen, die dagegen sind. Du bist ja in deinen Texten teilweise auch sehr explizit, so, also sehr bildhafte Sprache. War das so eine bewusste Entscheidung, einfach zu sagen, ey, ich halte den Typen jetzt auch mal den Spiegel vor, so warum kann ich nicht genau das Gleiche rappen, was ihr auch rappt? Ich wollte einfach die Musik machen, die ich bin und deswegen habe ich auch damit angefangen. Jetzt zum Beispiel mache ich gerade Musik, wie ich jetzt bin und das ist dann wieder ganz anders so. Und ich mache immer Musik, wie ich mich gerade fühle und wie ich bin und zu der Zeit war ich einfach in meiner Bitch-Phase und fand das nice, Mann. Und hab's gefeiert so und klar, es gab viel Hate, aber im Endeffekt, ich wollte es machen und hab's dann gemacht und ich war glücklich. Was ist denn eine Bitch? Also, oh mein Gott, ich habe gestern einen Post gesehen, da stand, ihr müsst euch nicht so runterstufen, Frauen, ihr müsst euch nicht Bitch nennen. Nee, ihr dürft euch nicht Bitch nennen. Ich denke mir so, hä, warum darf ich was nicht so? Ich darf mich doch nennen, wie ich will. So, ich kann mich doch Bitch nennen, ich kann mich... Vielleicht Bitch irgendwann so ein Kosename wie Hase oder Schatzi. Nee, das Ding ist... Wieso nennst du mich nicht Bitch? Wieso nennst du mich beim Namen? Ich schwöre, ja. Aber, Bitch sein ist für mich eigentlich was Positives und das habe ich sogar damals, da war ich glaube ich 17, das habe ich in einem Video mal gesagt, weil die haben auch immer gefragt, warum Bitch bla 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 und ich meinte, ey, Bitch ist was Positives. Ich bin sexuell, ich bin freizügig, aber ich bin trotzdem stark damit und das ist für mich so eine Bitch, eine Bad Bitch, Boss Bitch, so. Finde ich nur schlimm. Ich finde auch Boss Bitch klingt auch gut. Das ist geil, also, das ist einfach Alter. beides, einfach Das ist bossy, Mann, das ist einfach, du machst was du willst und bist dabei bossy. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau dazu noch Kommentar sagen soll. Ich glaube, du hast perfekt gesagt alles. Dann gucken wir die nächste Szene, würde ich sagen. Hey, Wichser! Was? Sag doch nicht was, Dixon, wenn sie hier reinkommt und dich Wichser nennt. Und sie kommt hier nicht rein und... Du, komm her. Nein, Sie kommen her. Auch gut. Was? Nein, Dixon! Was? Du musst es dir verbitten, dass dich eine Zivilistin auf dem Revier als Wichser bezeichnet. Das tue ich. Ich regel das auf meine Weise. Alles klar? Du gehst mir auf den Sack. Mrs. Hayes, nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Wo ist Denise Watson? Denise Watson ist in der Arrestzelle. Weswegen? Besitz? Wovon? 2 Marihuana-Zigaretten. Die waren groß.
Wann ist die Kautionsanhörung? Keine Kaution habe ich beim Richter beantragt. Wegen der 2 vorherigen Marihuana-Verstöße. Der Richter sagte nur klar. Du verdammter Arsch. Sie sagen zu einem Gesetzeshüter auf seinem eigenen Revier nicht Arsch, Mrs. Hayes. Und irgendwo anders auch nicht. Woher kommt die neue Gesinnung, Dixon? Hat Mama dir das eingetrichtert? Lol. Ich kenne den nicht. Ich auch nicht. Wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß auch jetzt nicht, was du jetzt von uns willst. Ist nicht schlimm. Bestimmt irgendwie, dass Frauen irgendwie bossen. Jetzt geht es so ein bisschen um die Frage, wie ihr mit Autoritäten umgeht. Habt ihr Probleme, Autoritäten anzunehmen oder ist das kein Problem für euch? Seid ihr eher aufmüpfig wie die Frau da in der Szene? In welcher Hinsicht denn? So jetzt richtig vom Job generell, her oder Chef, allgemein? Lehrer damals meinetwegen, Okay, also, Eltern. Also es kommt immer drauf an, ne? Auf die Verhältnisse. So. Ich respektiere meine Mutter, meinen Vater zum Beispiel nicht, ne? Und wenn es jetzt um Lehrer geht, respektiere ich eigentlich keinen meiner Lehrer von damals, weil das waren keine guten Lehrer so. Also es waren Leute, die wollten mich verbieten, die haben mir gesagt, dass ich mich nicht richtig anziehe, dass ich nichts erreichen werde und ich wurde ja auch aus der Schule geschmissen dann. So, nur weil ich mich so anziehe. So, ich habe ja nie was gemacht, ich hatte gute Noten, alles. Und deswegen kommt es drauf an. Nicht alle, die eine Autorität haben, haben Respekt verdient. Das sind am Ende nur Menschen. Deine Mutter ja, aber dein Vater nein. Warum unterscheidest du da? Naja, weil meine Mutter war immer für mich da, hat mich geliebt und mein Vater hat halt schlimme Dinge gemacht, hat auch meiner Mutter schlimme Dinge angetan, sie ihr wehgetan und uns am Ende auch noch allein gelassen so und deswegen. Okay. Wie ist es bei dir? Ich find's voll krass mit deinen Eltern, was du sagst, weil es wird einem beigebracht, dass man seine Eltern immer respektieren muss und da ist auch eine kleine Wahrheit drin. Natürlich musst du das, die haben dich irgendwie auf die Welt gebracht, die haben so eigentlich lebenslang Respekt verdient, aber wenn sich jemand wirklich schlecht verhält, dann hat er das nicht, dann hat er deinen Respekt wirklich nicht verdient. So. Und so in der türkischen Familie ist ja so, du musst deinen Bruder respektieren, deine Schwester, dies, das. Aber auch wenn sie schlecht zu dir sind, und das hat mich früher sehr beigesetzt. Ich habe mich manchmal so schlecht behandelt gefühlt oder unfair behandelt gefühlt und ich musste trotzdem diesen Respekt haben. Und das ist auch, finde ich, wieder manipulativ und so Macht. Es ist ein Machtspielchen. Und ich habe auch für mich entschieden, wenn mich jemand schlecht behandelt, dann hat er meinen Respekt nicht verdient. Ja. Oder also wenn es jetzt meine Eltern sind, dann sage ich es denen. Dann sage ich, ey, das war nicht gut. So. Ja. Und mach meinen Wert nicht weniger. Wann hast du das für dich oder wann habt ihr das für euch realisiert, dass man... Ich muss noch was dazu sagen. Ja, also bei mir war das sogar so, also mein Vater hat ja, ich hatte Freundinnen, das habe ich auch in meinem Buch halt geschrieben. Ich hatte Freundinnen und der hat die halt sexuell missbraucht so. Okay. Und der hat, überkrank so. Und der hat meine Mutter halt viel wehgetan, so geschlagen, gedroht, Messer, was auch immer. Und das Ding ist, ich dachte mir auch jahrelang, also jetzt noch vor ein paar Jahren, ich verzeih ihm und ich muss nett sein, so weil es mein Vater und ich muss ihm irgendwie verzeihen. Aber dann hat es bei mir Klick gemacht und dann habe ich so überlegt, Alter, ich hatte jahrelang ein falsches Bild. Ich war kein normaler Mensch, so ich verzeih ihm gar nicht. Der hat bewusst meine Familie, mein Leben kaputt gemacht. Ich habe meine Freunde verloren, meine Schule, ich habe mein ganzes Leben verloren. So. Und ich finde, mir schreiben sogar noch Leute, ja, du musst ihn trotzdem respektieren. So, warum soll ich ihn respektieren? Was denn? Was sind das für Leute, die das Aber er hat dich sagen? doch auch nicht respektiert, sowas ja, von Mann, gar nicht. Er hat mich nicht respektiert. Ich bin ein Kind, Alter, ich wachse auf, er macht mein Leben kaputt. Wie kann man leben, wenn der Vater sowas tut? Man denkt, jeder Mann ist so. Das ist behindert. Was waren das für Menschen, die gesagt haben, du musst ihn trotzdem respektieren? Habe ich nur einmal gelesen jetzt so. Aber das hat mich halt schockiert, ne? Also mich juckt kein Hate oder so, aber mich hat das schockiert, dass man auch bei so einer Story sagt, du musst ihn respektieren. Aber hat er sich denn jemals geändert? Ich habe nie wieder Kontakt zu ihm. Meine Mutter hat das direkt verboten. Ja. So, ich habe ihn zuletzt gesehen vor Gericht. Da habe ich gegen ihn ausgesagt. Also musste ich halt irgendwas aussagen, so wie das für mich war und so. Ob ich angefasst wurde ich ja zum Glück nicht. Ey, zum Glück, Gott sei Dank, hätte er mich angefasst. Keine Ahnung, ob ich gelebt hätte, weil das ist krank. Das hat mich so schon gefickt. So. Und da habe ich ihn zuletzt gesehen und dann hat er geheult und wollte mich umarmen, aber ich wurde weggerissen so und dann war nichts. Ja. Und er war im Knast so. Und deine Freundinnen, bist du mit denen heute noch? Ja, meine Freundinnen haben mich alle gehasst. So, die haben mich gehasst. und meine Mutter als auch schuldig angesehen. So. Die wollten mit mir nicht mehr reden, die haben mich gehasst. Ich habe geweint, die wollten mich nicht angucken. Habe alles verloren, meine Tiere, wir hatten ein Haus. So, wir waren auf einmal arm, ne? So in einer Nacht. War schon eklig. Okay, der hat wirklich keinen Respekt verdient.
Der hat keinen Respekt meine verdient, Meinung. Mann. Meine Mutter hat alles gemacht, die war der süßeste Mensch. Wieso macht man das? Weißt du, da kommt Du wirst jemand, betrogen zerstört alles und dann sagt so. man, du musst dem trotzdem Respekt geben. Das geht nicht. Wie fühlt er sich denn? Der fühlt sich dann darf er ja alles. Der kennt doch gar keine Grenzen Ja. dann. Also egal, wer es ist, Ja, ne? Ob es dein ja. Papa ist oder jemand anders. Aber ich habe auch gehört, ich habe einmal gefragt, so vor einem Jahr oder so, habe ich meine Cousine gefragt, und die habe ich ein bisschen Kontakt, weil die mir eine E-Mail geschrieben hat. Und die meinte, der ist richtiger Krüppel, der kann nicht mehr reden, der ist richtig ciao. Also ich glaube, der wurde im Knast zu Recht nicht so gut behandelt von den Leuten, ne? Weil die erfahren haben, wenn du Kinder anfasst, ne, dann ist das ein bisschen anders. Gibt dir das Genugtuung in irgendeiner Form zu wissen, dass es ihm jetzt schlecht geht? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht so ein rachsüchtiger oder böser Mensch bei sowas. Also ich wünsche niemandem, dass es ihm schlecht geht, aber ich will einfach nichts mit ihm zu tun haben. Das reicht mir schon. Ich will nur abschließen so. Ich wünsche ihm jetzt nicht irgendwas übertrieben Schlimmes. Der hat schon seine Strafe bekommen. Alles gut. Ihr sagt ja beide, dass man nicht einfach qua Funktion, also nur weil ich der Vater bin, habe ich keinen Respekt verdient, nur weil ich irgendwie eine Uniform trage, habe ich keinen Respekt verdient. Es kommt immer darauf an, ob man eben auch Respekt entgegengebracht bekommt. Aber es gilt doch auch für einen selbst, ne? Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt mit meinem Team rede und ich benehme mich voll daneben, Ja, Mann. so, dann darf ich auch nicht von denen erwarten, dass die dann trotzdem alles für mich tun. So, es gab jetzt letztens eine Situation, da war ich wirklich übermüdet, ich hatte Hunger, ich war im Studio, alle wollten irgendwas von mir und ich wurde voll laut. Nächste Woche haben die mir so eine Ansage gemacht, die meinten, Elif, wir respektieren dich alle, aber wir können dich echt schwer respektieren, wenn du anfängst rumzuschreien. Und dann weißt du, ja Mann, du hast voll recht, man kann auch etwas sagen, bestimmt. Ja, man kann genau. auch etwas freundlich sagen und so, auch Respekt muss man sich auch halt verdienen. Das ist so etwas, was mir jetzt letztens passiert ist, passiert sehr selten. Aber so, man muss dann auch auf sich so gucken. Ich finde, man lernt das auch, weil ich habe mich auch so wie du übelst falsch verhalten bei Arbeit. So, ich war richtig respektlos. So, macht mal das, so seid ihr dumm, ihr könnt ihr nicht so bla bla bla. Aber wenn du dann merkst, was wirklich so eine... Du kannst ja trotzdem so Diva sein. So, was eine Diva ausmacht oder was jemand Bestimmtes ausmacht, ist eher, dass du sagst, ey, mach das, aber du kümmerst dich trotzdem um alle. Und dann wirst du auch respektiert und du bist trotzdem bestimmt. Und trotzdem hören alle auf dich. Aber ich dachte, ich muss alle anmaulen und so. Und haben eigentlich gar keinen Bock und du machst so Ansagen. Und haben Angst, man Alter, das ist voll schlimm. Angst. Nee, Mann. Man muss wirklich sehr respektvoll sein, aber trotzdem, man kann bestimmt sein. Also auch autoritär. Ich bin blond, ich darf das. Wenn wir nochmal zu der Szene zurückgehen, da war es ja ein Polizist, der sich in seiner Autorität verletzt gefühlt hat. Habt ihr das verfolgt, so die letzten Wochen, die ganzen Geschehnisse also George Floyd in den USA, dann die Proteste gegen Polizeigewalt, auch in Deutschland gab es ja große Demos, auch hier gibt es Debatten um Rassismus bei der Polizei, Racial Profiling. Sind das Themen, die euch bewegen, beschäftigen? Ich finde es schade, dass Leute ausgegrenzt werden, egal für was, für Hautfarbe, für Land, für Haarfarbe, Alter, für Aussehen, für Klamotten. Warum wird man ausgegrenzt? Oder wen man liebt, so warum darfst du nicht den lieben oder die lieben oder beide lieben oder 50 lieben? Warum darf man das nicht so? Ist doch scheißegal, die Person tut doch niemandem was. Das finde ich sehr traurig. Und wo ich das Video gesehen habe mit George Floyd, ich habe geheult, ich kam gar nicht klar. Hast du dir angeguckt, das Ganze? Ja, es hat krass, mich übertrieben gefickt so. Und ich war auch auf einer Demo, aber ich habe es nicht gepostet, weil ich dachte mir so, soll ich es posten oder nicht, aber habe ich dann nicht gemacht. Das ist interessant, warum hast du das nicht gepostet? Weil ich hatte ehrlich gesagt, ich gebe wirklich einen Fick auf alles, aber bei solchen Themen, die jetzt mehr in die Politik gehen, habe ich ein bisschen Angst und da hatte ich Angst, dass Leute sagen, ey ja, Cloud Chaser und so, du machst das jetzt deswegen. Und deswegen, ich habe das für mich gemacht, ich wollte hingehen, ich wollte Zeichen setzen, fertig ist. Hab's nicht gepostet, brauche ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen, in den USA gab es so eine Debatte, eine ja, die Aktivistin. stellen sich hin und so. Ja, das gibt's auch, genau. So einmal kurz aussteigen, Schild halten, Foto machen, für Instagram wieder nach Hause fahren. Nee, da wurden einigen Rappern irgendwie vorgeworfen, so J. Cole, Kendrick Lamar etc., warum sie dann auf Social Media so leise sind und so still sind. Dabei waren sie halt vor Ort und haben es einfach nicht gepostet. Ja, es gibt zwei Arten von Menschen und ich finde, man sollte auch niemanden verurteilen, der es postet. Weil im Endeffekt, klar, vielleicht ist es sogar ein Cloud Chaser, vielleicht möchte jemand Hype, aber ey, die Person postet es trotzdem. Die Person zeigt trotzdem der Reichweite, den Leuten, ey, man kann was dagegen tun. Auch wenn die Person vielleicht schlechte Absichten hat, egal, die hat was getan. Apropos Posting, ich habe ein ganz schlimmes Video gesehen, ich habe jetzt keinen Namen dazu, aber da war wirklich eine Influencerin in so einem schönen Kleid oder so, mit einem Schild auf der Demo oder irgendwie so. Und dann kam der Fotograf und dann hat sie so gepostet. Ja. Und ich meine, sowas gibt's auch, dass die Leute das nehmen, um halt... Happening. Ja, um das Happening mitzunehmen. Ich finde es schade, aber ich finde es trotzdem,
Es ist so mittelschade, weil trotzdem ist es ja was Gutes. Die Person ist dumm, aber Hauptsache sie war da. So. Aber es ist dumm. Also ich würde es niemals für irgendeinen Hype machen. Das ist sehr peinlich. Sehr, sehr peinlich. Denkt ihr denn manchmal darüber nach? Also ihr seid ja krasse Vorbilder für junge Männer, junge Frauen. Vorbild. Findest du? Bitte? Naja, ihr seid in der Öffentlichkeit, Leute folgen euch, Leute hören eure Musik, konsumieren das, was ihr macht. Ihr habt schon, glaube ich, in einer gewissen Form Einfluss auf junge Menschen und die lassen sich in Stück. Ich meine, ich kenne das von mir selbst. Ich habe die Rapper, die ich damals gehört habe, haben phasenweise mehr Einfluss auf mich gehabt als meine Eltern. So. Also und ich glaube, es ist einfach bei jungen Leuten so, darf dass... ich kurz reinreden? Ja. Weißt du, was das ist? Rapper rappen ja auch über Bank ausrauben, aber auch positive Dinge. Und was beeinflusst einen? Nur das Positive. Klar, Man wird nicht eine Bank ausrauben, aber wenn die sagen, ey, feier dich selber. Nur das Positive, also jetzt bei Drogenkonsum und solchen Geschichten meinst du nicht? Ich glaube schon ein paar Leute haben angefangen zu rauchen. Das ist heftig. Das kann ich mir null vorstellen. Ich bin null so, also ich lasse mich nicht leiten. Ich habe mich noch nie leiten lassen. Ich bin auch kein Suchtmensch außer Rauchen. Ja. Aber die Frage zielt eigentlich eher darauf ab, ob ihr das Gefühl habt, ihr müsst in der Position, in der ihr seid, mit der Reichweite, die ihr habt, solche Themen auch ansprechen und quasi auch ein Zeichen setzen. Oder ist es eher so, dass man sagt, nicht, dass ich hier noch Fans verliere? Ich finde, jeder hat so seine Dings. Also bei mir sind es am meisten so Tiere. Klar, wenn jetzt irgendwas Krasses ist, dann setze ich mich auch ein, aber so Tierschutz meinst du ich jetzt? bin eher so Tiere, ja. Also ich liebe Tiere über alles. Ich würde am liebsten alle Tiere auf der Welt nehmen und mich darum kümmern, so wenn ich jetzt nicht meine Arbeit hätte. So bin ich. Eines Tages werde ich das safe machen. Und das interessiert, und das interessiert mich zum Beispiel. Ich finde, jeder hat seine Art, wo er gerne gemeinnützig ist. So, manche sind ganz anders, die fahren in ein Land und so, keine Ahnung, das ist unterschiedlich. Ich finde, man muss sich nicht in jedes Thema einmischen und man muss die Reichweite auch nicht nutzen. Aber ich finde es gut, wenn man es macht, aber man muss es auch vom Herzen machen, man muss es auch fühlen und wollen. So, sonst finde ich das ein bisschen schade, wenn man das einfach so macht, damit man geliked wird oder so. Bei ihr sind es jetzt Tiere, das ist so ihr Thema. Hast du ein Thema, was dich total beschäftigt, wo du dich am meisten mit auseinandersetzt? Ich glaube, so Freiheitsthemen sind auf jeden Fall meine Themen, wenn Leute in ihrer Freiheit eingeschränkt werden und nicht das machen können, was sie tun. Also es gibt so Filme wie Gegen die Wand, die mich dann sehr berühren. Wie alt warst du, als er rausgekommen ist, der Film? Ich habe sogar mitgemacht beim Film. Echt? Krass. Ich glaube, also so, es gab eine Szene, da waren die in diesem riesen Saal, wo die so eine Hochzeit gefeiert haben oder so. Und wir mit Freunden so, ey, wollen wir beim Film mitmachen? Wir kriegen alle 15 € irgendwie vor 8 Stunden Arbeit. Das sind 3 Döner. So. Und dann saßen wir da und irgendwann habe ich erst herausgefunden, dass der Film Gegen die Wand ist. Aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich denke, boah, das berührt mich voll. Und das wären so meine Themen. Was hat das damals mit dir gemacht, als du den dann gesehen hast, das Endprodukt, den Film? Ich fand's krass einfach. Ist jetzt eine ganze Weile her, dass ich den Film geschaut habe, aber es hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Ich mag auch diese, ich sag immer, das sind für mich so Arthouse-Filme, ein bisschen künstlerischer. Ich mag das auch, und weil es auch sehr nah am Leben dran ist und auch irgendwie echt ist. Ist das nochmal eine Option, Schauspielern auch? Ich kann mir vorstellen, einen Film im Leben zu drehen. Einen Film? Einen Film. Hast du den schon vor Augen? Einen Film werde ich drehen und ich muss mich mit einem Regisseur zusammensetzen, Skript ausarbeiten und der muss die Rolle perfekt auf mich schreiben, damit ich auch richtig gut rüberkomme vor der Kamera. Also ein Film, Oscar und dann wieder aufhören. Genau, irgendwie sowas. Und dann am Ende auch so irgendwas Kritisches, wo es um Freiheit geht. Das wäre mein Traum. Vielleicht mit 50, keine Ahnung. Wir gucken noch einen Film, habt ihr Bock? Ja. Doch ganz nützlich, oder? So geht's dir. Hast du kapiert? Hey, danke nochmal dafür, dass ihr heute hergekommen seid an meinem allerschönsten Tag. Red hier kein Schwachsinn, Franklin. Du solltest auf der Stelle abhauen. Was? Renn ganz schnell weg. Die letzte Chance, jetzt oder nie, Frankie. Verzieh dich, solange du noch Single bist. Ich bin kein Single. Sie ist 30 Meter von dir entfernt. Noch bist du Single. Was soll das? Marissa ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist. Ich gebe dir 6 Monate, dann sprechen wir uns wieder. Ich habe eine Frau, Kinder. Und, komme ich dir wie ein glücklicher Mann vor? Ah, da sitzt meine Frau. Siehst du sie? Immer am Lächeln. Hi, Schatz. Sie kontrolliert, sie urteilt. Halt das Baby, halt das Baby. Sie kommt den Gang runter, Beni. Lass gut sein. Na schön, dann will ich wenigstens der Erste sein, der dir zu deinem Glück alles Gute wünscht. Nur noch eine Vagina für den Rest deiner Tage. Clever, Frank. Hast du ja super geregelt. Hör einfach nicht hin, Frank. Ich brauche meinen Inhalator. Tut sicher weh, so einen Engel gehen zu lassen. Sie sind der Größte. Du siehst wunderschön aus. Umwerfend.
Liebe Brüder und Schwestern, wir finden uns heute hier zusammen, um Marissa und Franklin... Hust nicht! Hör auf. Kennt ihr den? Ich kenn's irgendwo her. Ja. Also. Ich kenn's nicht, aber die Szene war lustig. Ja, fand ich auch. Warum? Weil, Hast du schon mal erlebt in der Form? nee, also so nicht. Ich Ja. war einmal Trauzeugin bei meiner Schwester, aber da habe ich ihr nicht zugeflüstert, mach's nicht. Aber ich kenne das so in Gesprächen mit Männern, wenn sie dann so wirklich offen reden, dass sie sagen, ey, nicht heiraten und so, dann bist du gefangen oder sonst was. Kannst du dir vorstellen zu heiraten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das kommt immer drauf an. Also jetzt vor so 2, 3 Jahren hätte ich gesagt, gar nicht, auch keine Kinder und so. Und umso älter ich werde, umso mehr denke ich mir so, ja, wäre schon süß, so ein Kind zu haben. Aber mit 23 habe ich auch gedacht, niemals. Nee, ich denke schon langsam mehr so. Ich Ja. denke schon langsam. Ich glaube, wenn ich einen Freund hätte und der dann auch nicht monogam ist, weil ich will nicht monogam sein, so, weil ich werde fremdgehen, so offiziell. So, das ist so. Also muss jemand auch dann mit mir leben und sagen, okay, sie kann das und dies machen und bis ich den finde. Wenn ich den finde, würde ich, glaube ich, heiraten. Weil ich bin schon kitschig. Unnormal kitschig. Ja. Ich würde so richtig krass heiraten, Alter. Krasses Kleid, unnormal krass aussehen. Öffentlich. Beste Leben. Wird aber Bei nie dir? Willst du passieren. auch? Ich hätte auch schon Lust zu heiraten. Monogame Beziehung dann. Da bin ich wirklich klassisch. Und ich will auch Kinder haben. Und merke auch, dass ich mich nicht auf einen Mann einlassen würde, wenn das nicht ernst ist. Also ich weiß nicht, irgendwie ist mir meine Zeit viel zu kostbar. Ich verbringe meine Zeit viel lieber mit Arbeit, als jetzt irgendeinen random Typen zu treffen, der wieder nichts bringt, über den ich wieder 10 Lieder schreibe. Also vielleicht, wenn ich Songs brauche, lass mich auf irgendjemanden ein. Zu Tinder, wenn du ein Album Aber schreibst. eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Irgendwie habe ich auch Lust, dass sich die Themen ändern und ein bisschen auch glücklicher werden. Und dass ich alles anfange, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich glaube sogar mittlerweile, dass ich noch niemals richtig geliebt habe. Krass. Also so, dass ich sage, es war wirklich Liebe. Aber hast du es damals in dem Moment gedacht, dass Ich habe du gedacht, liebst? das wäre Liebe, aber Ja. das war Bedürftigkeit. Und erst jetzt, wo ich merke, so, okay, bin selber mit mir cool, habe ich das Gefühl, dass ich erst jetzt so richtig, eigentlich eine richtige Beziehung führen könnte. Weißt du, wo man sich bedingungslos liebt? Na. Und ich finde auch, wenn du zum Beispiel sagst, ey, der Ja. müsste so mit mir klarkommen, weil Ja. ich Bock habe so Ja. auf andere, das hat auch was Bedingungsloses. Ich sag dir, ich war nur in Beziehung, weil ich nicht alleine sein wollte. Und deswegen bin ich fremdgegangen. So, Ja. ich habe den nicht geliebt. Ich dachte auch, ich liebe den. Ich habe den nicht geliebt. Ich wollte nur nicht alleine sein. Ja, Mann. So, und jetzt bin ich so, ich glaube, du bist es auch so. Ich bin so, ich brauche gar keinen. Ich treffe auch niemanden so. Entweder ich will nur Sex, dann ist okay, dann weiß ich vorher. Oder ich möchte eine Beziehung. Aber wenn ich eine Beziehung will, dann muss alles geklärt sein. Und alles perfekt. Und dann muss es auch so sein, dass ich für immer mit dem dann bin. Sonst mache ich gar keine Beziehung mehr, Alter. Ich lieber alleine. Aber früher von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung zu Beziehung, damit ich nicht alleine bin, Alter. Ja. Kennt ihr das aus eurem Umfeld, wenn wir jetzt noch mal zum Film zurückgehen, dass da Freundinnen, Freunde mit in Partnerschaften sind, wo ihr eigentlich von außen sagt, so, Ich finde, man sieht es voll oft im Gesicht, ob die zusammenpassen oder nicht. Kennst du, manchmal siehst du 2 Paare und denkst dir so, Ja, ihr, Mann. Ja, ihr Mann. passt nicht, die Gene passen Manchmal einfach passt schon nicht. Nur Portemonnaie passt bei manchen, Alter. Bei manchen Männern. habt ihr mal versucht, jemanden davon abzuhalten, jemanden zu heiraten? Oder Zu mit heiraten? jemandem zusammen zu sein? Oder jemanden von einer Entscheidung, von einer schweren abzubringen? Boah, Ich nicht. ich habe schon so ein paar Leute kennengelernt, wo ich dachte so, wo ich mir denke so, du bist aus Gemütlichkeit mit ihr zusammen. Aber eigentlich willst du sie nicht heiraten und du hast Angst, allein zu sein. Aber man kann das jemandem nicht sagen, weil das geht so in die Privatsphäre. Ich müsste schon sehr gut mit jemandem befreundet sein. Aber manche Sachen sieht man eigentlich von außen schon, aber man lässt sie ins Verderben rennen. Ja, bei mir ist es ja so, ich war ja immer, wenn ich draußen bin, so auch wenn ich jetzt einen Freund hatte, so zum Glück bin ich hier nicht mehr so, aber ich war so. Und wenn ich draußen war, ich habe viele Männer getroffen, die eine Freundin haben. Und die haben mir das auch erzählt. Bei mir, die Männer reden, wie alles sie erzählen, weil die sich denken, ja Mann, Alter, die versteht mich, die gibt einen Fick, so, die wird nicht an mir kleben, irgendwie deswegen. Männer erzählen mir alles und das Krasse ist, ich habe immer nur gesehen, dass Männer untreu sind, deswegen glaube ich immer, die meisten Männer gehen in eine Beziehung, weil die einfach nicht allein Hast sein du da wollen, manchmal Mann. ein schlechtes Gewissen den Frauen gegenüber? Nie, weil ich finde, ich will sogar, dass der Mann sich von ihr trennt, weil er geht gerade fremd, ob er mit mir fremd geht oder mit einer anderen, er ist ein Wichser, Punkt. So, ich sag dann auch zu den Männern, ey, sag ihr doch einfach, was du machen willst und wenn sie bei dir bleibt, ist sie die Richtige und wenn nicht, dann ist es so. Es ist einfach so. Es ist schwierig, ich weiß, aber ich lebe ein bisschen anderen Film. Ich habe zu viele Männer gesehen, die
sehr viel Scheiße machen. Und dann den Abend, ich liebe sie, ich liebe meine Frau, ich denke nur an sie, merkt man. Glaubst du an die große Liebe? Also glaubst du, dass es das gibt? Auf jeden Fall. Ich habe auch schon einmal geliebt, ein einziges Mal. Ich dachte auch unnormal oft, dass ich liebe, aber habe ich nicht. Einmal habe ich unnormal geliebt, aber ich glaube halt nicht an Treue so. Ich wünsche es mir. Also selbst wenn du jemanden wirklich lieben würdest und verliebt wärst, kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Also vielleicht kann ich es eines Tages. Ich bin nur auf dem Stand, dass ich nicht mehr lügen werde. Also ich werde der Person alles sagen, so mehr kann ich nicht machen. Wenn ich eines Tages treu bin, dann bin ich der glücklichste Mensch. Aber es ist, glaube ich, nicht möglich, leider. Wann hat denn das letzte Mal jemand versucht, euch von einer Entscheidung abzuhalten? Und habt ihr auf die Person gehört? Es gibt schon manche Leute, die einem gute Sachen sagen. Die sagen, mach das lieber nicht. Ja, Mann. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich hätte gepostet, weil ich vielleicht mal einen schlechten Tag hatte. Und dann meinte irgendwie mein Management so, nee, lass mal lieber. Und hast du es trotzdem gemacht, oder? Nee, aber manchmal mache ich trotzdem und dann weiß ich, ach, oder man postet und löscht schnell. Hast du schon mal gemacht? Ich habe immer so Moods, ich schreibe dann so Texte ohne Ende, das kommt bei mir immer nachts. Meine Fans fühlen, dass sie wissen dann, ich habe gerade eine Macke. Dann poste ich unnormal lange Texte und raste voll aus auf eine Person oder auf irgendwas und dann lösche ich das wieder. Aber das ist interessant, weil so als öffentliche Person, wenn man auf Instagram oder sonst irgendwas postet, du kannst es zwar löschen, aber im Zweifel haben die ja schon 100 Screenshots gemacht und das Ding ist... und tausenden Presseteilen, aber... Ich finde es schade, ja. Manchmal denke ich mir, ey, ich wäre voll gern unbekannt, da könnte ich mehr Müll posten. Aber hast du da irgendjemanden, wenn du dann abends alleine bist und dann so einen Text schreibst, der nochmal drüber guckt und nochmal checkt? Ja, so, man schickt das natürlich Management und fragt dann. Ist ja klar, man muss ja fragen, ey, ist das gerade mein Mut so oder... Aber manche Sachen fragt man auch nicht. Manche fragt man nicht. Ganz ehrlich, manche weiß man. Alles genau, manche weiß man. Manche Sachen weiß man, dass man die postet, aber manche, du weißt gerade, du hast gerade schlechte Laune, du hast gerade eine Person unnormal, du willst sie fertig machen und dann fragst du lieber vorher, ey, bin ich gerade behindert oder kann ich das posten? Und dann, nein, du bist behindert, lass das mal. So. Wenn ihr eine Entscheidung rückgängig machen könntet aus eurem Leben, welche wäre das? Die würde ich so nicht sagen. Vor laufender Kamera. Aber du hast eine Situation im Kopf, oder ne? Ja, es gibt schon ein, zwei Situationen, wo ich sage, okay, die hätten nicht sein müssen. Weil da andere Menschen involviert sind, die nicht sagen vor der Kamera, oder? Weil da andere Menschen involviert sind. Wie ist es bei dir? Also man sagt ja, man bereut eigentlich nichts. Ne? Ja, aber so ein paar Sachen gibt es schon, wo man sagt, das hätte aber echt das ist auch nicht so eine sein Floskel, müssen. Aber man bereut oder? nicht manche Sachen, sondern man bereut manche Menschen, finde ich. Man bereut manche Menschen. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es so, ich bereue das, dass ich zum Beispiel zu meinem Vater nicht böse war, dass ich nicht einfach gesagt habe, ey, was machst du so, dass ich nicht ausgerastet bin. Aber ich war ein kleines Kind, so. Ich bin dann immer hoch ins Zimmer und habe geheult. Das bereue ich, dass ich nicht ausgerastet bin. Und was bereue ich noch? Einfach so familiäre Sachen, also jetzt mache ich alles, ich kümmere mich und so, aber am Anfang, ich habe mich nicht gekümmert, ich habe mich so voll King gefühlt, mir Sachen gekauft und so. Deswegen mache ich das jetzt alles. Das Einzige, was ich bereue, aber mein Leben, alles gut. Ja. Und ein paar Manager bereue ich. Aber scheiß auf die. Hast du oft schon gewechselt, den Manager? Wie oft habe ich gewechselt? Ich glaube 3-mal. 3-mal. Also Warum? 2 waren... Boah, Alter, ich habe ausführlich in meinem Buch darüber geschrieben. Also verarscht auf jeden Fall. Also auch wenn du am Anfang Clubauftritte machst, dann zwackt man mal Geld ab, unterdrücken. Aber ich bin so, wenn mich einmal jemand anschreit, ich bin weg. Und dann hat mich der zum Beispiel von meiner Mutter übelst angeschreit, was denkst du, wer du bist? Du Stück Scheiße, du hörst auf mich, ich mach gar nichts mehr für dich. Und ich war der Star, so offiziell, er war ein Nichts. So. Hat mich dumm gemacht, ich so, weißt du was, verpiss dich. Und dann war er direkt aus meinem Leben raus. So. Okay, bist du konsequent. Und ja, aber ich wurde schon krass verarscht. So. Ich bin glücklich, dass ich jetzt angekommen bin. So finanziell verarscht, oder? Ja, auch. Unnormal finanziell verarscht, aber zum Glück geht's mir gut. Und jetzt bin ich angekommen und ich mache das seit 6 Jahren und bin jetzt erst angekommen. Also das Business ist sehr gefährlich. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht? Ich habe auch Management immer gewechselt. Ich hatte bis vor einem Jahr noch kein Management, habe 2 Jahre mein Management selber gemacht. Und es war aber eine super Schule, weil ich da auch irgendwie dann gecheckt habe, okay, was will ich eigentlich vom Manager? Weil manche brauchen halt eigentlich so einen Babysitter. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche jemanden, der für mich diese Telefonate führt und so. Ja. Weil ich mache immer noch mein Management auch irgendwie selber. Und ich finde, wenn man die meisten Künstler machen das, die geben das nie komplett aus der Hand. Ich finde, man ist so ein Team mit dem Manager. Genau. Man ist wie so eine Person, man spielt sich zu. Aber wenn man halt noch gar keine Erfahrung hat, dann kommt so ein Manager rein und
du weißt ja noch nicht, wie das läuft. Also was macht eigentlich Management wirklich? Was sind die Aufgaben? Was brauchst du von dem? Du kannst keine Ansagen machen. Du musst dich halt 100% auf den ne? Du bist wie Fleisch. Du bist einfach Fleisch, Alter. Die stürzen sich alle drauf. So eine Sachen passieren halt, dass man sich dann trennt. Ich glaube, das ist wichtig auch. Und dann findet man einen. Und dann würde man das ist wie eine Beziehung. Ich finde immer, Manager und Künstler ist wie eine Beziehung. Du musst erst mal lernen, dass du verarscht wirst und dann weißt du nie wieder sowas. Wie eine Beziehung. Achtet ihr jetzt auf so Dinge wie Finanzen? Also habt ihr da mal einen Blick drauf und kontrolliert das? Übertrieben, ja. Ich habe am Anfang gar nicht drauf geachtet. Man hätte mit mir alles machen können, Alter. Und jetzt, ich achte drauf, alles läuft gut. Ich bin übertrieben dankbar. Mega geil. Also man muss auf jeden Fall, wenn man in das Business will oder im Business ist, aufpassen, aber ist schwierig. Man kann niemandem trauen eigentlich. Ich finde, wir sind ja auch im Studio so. Und es gibt so Tage, wo man halt dann so Briefe öffnet, Finanzen checkt, mit allen irgendwie über sachliche Sachen redet. Aber wenn ich im Studio bin, dann sage ich denen auch, bitte heute nicht. Ich will davon nichts wissen. Weil wenn du so kreative Arbeit machst, dann das ist dein Kopf, du brauchst den ganzen Kopf nur für das. Weil wenn ich zwischendrin noch so Management-Sachen mache, dann kann ich nicht mehr, du musst komplett frei sein, ja. Ich finde auch, man macht sich so Tage, da macht man so nur Papier und so einen Scheiß und dann macht man die Tage das so. Das ist übertrieben schwierig, finde ich, mit Management. Also doch ein bisschen fake, das Ganze, wenn wir zum ersten Film zurückgehen. Fake ist nicht... Also was denn? Die Management? Dieses Manipulative. So es ist extrem manipulativ. Immer wo es um Geld geht, umso höher das Geld wird, umso mehr werden die Menschen auf einmal manipulativ. Und die werden auch so richtig nett am Anfang, so übertrieben nett, überhäufen dich. Bei mir war das auch so, alles bezahlt, überall hingefahren, alles gemacht, Arsch geküsst. Und dann auf einmal, wenn du dir denkst, oh, die sind voll cool, dann schnappen die zu. Und dann, denk nicht das, du machst das nicht, bla bla bla, halt deine Fresse. Dann bist du gefickt. Ich sag immer, das ist so ein bisschen so wie Zuhältermäßig. Okay. Aber das Ding ist, den ich hatte, aber ich kann den Namen nicht nennen. Ich habe dann im Buch auch einen anderen Namen genannt. Den ich hatte, der war ja auch, also ich hatte eine beste Freundin. Und die beste Freundin war für mich so mein Leben. Und wenn ich jemanden liebe, ich mache die Person auch Fame. Und ich habe die halt Fame gemacht, von 5.000 Abonnenten auf 100.000. Und dann meinten die eines Tages zu mir, ja, was denkst du, was du für sie gemacht hast? 100.000 ist jetzt auch nicht so viel. Wow. So viel hast du uns jetzt auch nicht gebracht. Und ich so, gebracht? Ach, sowas bin ich also. So richtig krank. Und er war ihr Zuhälter. So. Also sie war noch nebenbei eine Nutte. So. Das wusste ich nicht mal. Habe ich dann rausgefunden. Ich so, okay, ciao Leben, Alter. Ich wurde komplett verarscht. Richtig krank. Und ich habe die geliebt über alles. Ich habe alles für sie gemacht. Überall reingezogen. Die war auf einmal bekannt. Presse, alles. Ciao Leben. Ist es generell so ein Gefühl als Künstler, das man hat in der Unterhaltungsbranche, dass man eigentlich von Labelseite, Vertriebsverlagsseite nur als Kuh, die man ausmelken kann, gesehen wird, also möglichst viel Profit da rausholen und der Mensch dahinter interessiert uns eigentlich gar nicht? Also fühlt ihr euch wertgeschätzt? Ich arbeite mit Leuten zusammen, die mich seit ich 17 bin kennen. Also Jive, Konrad, Sommermeier bei Jive oder halt auch mein Management, die kennen mich schon so lange, die kennen alle meine Träume, die haben mich als Mädchen gesehen, so mäßig. Und deshalb habe ich bei denen nicht das Gefühl, dass sie mich ausnutzen, sondern dass sie wirklich mit mir gemeinsam Ziele erreichen wollen. Und jeder von uns hat ein persönliches Ziel. Der Labelchef will, dass die Firma noch erfolgreicher wird. Geil, ich will auch als Künstlerin erfolgreicher werden, dann können wir zusammen unsere Ziele erreichen. Ja. Wenn das so bleibt, dann ist das cool. Und dann muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber man muss sich auch ein bisschen vertrauen. Ja. Weil wenn du gar nicht vertraust, dann wie soll er seine Arbeit machen? Kennt ihr diese Situation, in einen Raum zu kommen oder generell aus der Unterhaltungsindustrie, in der Anfangszeit insbesondere, dass man sich umschaut und denkt, krass, das ist alles viel zu viel, ich bin hier irgendwie fehl am Platz? Sag du. Wir beide gucken uns an, wer sagt zuerst. Es gibt manchmal so Konstellationen, wo man denkt, die viben nicht. Und dann will man da auch nicht so richtig sein. Und dann gibt es Konstellationen, wo man weiß, okay, das geht, also Leute im Raum halt. Aber gibt es immer mal wieder. Und da muss man halt, glaube ich, professionell sein und durchziehen. Mhm. So. Ja, meine Meinung auch. Also es gibt einfach manchmal einen Vibe und manchmal nicht, aber mir ist das zum Beispiel nie zu viel. So, ich mag das, was ich mache, ich bin dankbar dafür, dass ich das machen kann. Und wenn es mal zu viel ist, dann geht man einfach mal raus und chillt einfach mal kurz. Also mir war das noch nie zu viel, aber es ist ja auch das, was ich mag. Also ich mag das einfach so viel zu machen und neue Leute kennenlernen. Und wenn es mal nicht vibet, dann ist es aber auch cool, weil man hat die Person kennengelernt, dann passt es halt einfach nicht und gut ist. Also bei mir war das noch nie so, dass ich irgendwie dachte, oh nee, ist zu viel oder irgendwas. Und halt, man muss dann halt auch, wie gesagt, professionell sein. Man muss einfach durchziehen. Ja, man muss durchziehen. Dann passt es halt einmal an dem Tag nicht für dich so oder so,
vibet nicht oder wie auch immer. Ja. Aber ihr lasst euch dann nichts anmerken. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich auch nicht. Zieh dann durch. Du hast ja jetzt in der Öffentlichkeit so dieses Image, immer perfekter Style, perfekter Körper. Du hast ja auch vorhin kurz erzählt, dass du magst, es einfach dich zu operieren, dich zu verändern. Erzähl mal ganz kurz, also wie kommt das, dass du... Das Ding ist, das ist nicht mein Image, das bin ich einfach. Meine Freunde und alle, die mich kennen, sagen, Alter, nervt dich das nicht? Jeden Tag Style sein, willst du nicht mal eine Jogginghose oder so rumrennen? Na klar, ich bin ab und zu mal in Jogginghose, aber bei mir ist es so, egal ob ich jetzt ungeschminkt bin oder geschminkt bin, ich mag das immer, dass es so passt und dass es fresh ist. Und das bin einfach ich und ich liebe das. Und ich mag es einfach, dass alles so einen Style hat. Ich glaube, das ist einfach mein Modebewusstsein. So, ich feiere das einfach, fresh zu sein, auf jede Art und Weise. Und ich mag auch OPs. Und mich stört sowas nicht. Ich habe immer mich dafür interessiert, so, dass man sich optimiert, wie es einem gefällt. Vielleicht gefällt es anderen nicht, mir gefällt es aber. Und deswegen, ja. Ich mag die Art, wie du damit umgehst. Es gibt ein Interview, was ich von dir gesehen habe, wo du deine Nase gemacht hast. Und dann hast du irgendwie sowas gesagt wie, ja, also du magst es halt, dich zu verändern. Und ihr müsst halt dranbleiben, damit ihr halt irgendwie mitbekommt, was mit mir passiert. Weil ich werde mich immer wieder verändern. So, ihr müsst halt irgendwie so am Bildschirm sein. So, und das fand ich so geil, weißt du, ja, die muss man halt jetzt auch verfolgen, damit man auch alles mitbekommt, damit man dein Leben mitbekommt, was du sagst, wie man sich verändert und wie du damit umgegangen bist, fand ich übergeil. Dankeschön. Geht es dir darum, so ein perfektes Idealbild, was du im Kopf hast, zu erreichen, oder geht es dir einfach nur darum, dich immer wieder zu verändern und immer wieder was Neues? Beides. Also ich mag Veränderungen. Ich mag es nicht, wenn alles gleich ist. So. Das mag ich allgemein nicht. Und ich optimiere mich halt gerne so, dass ich mir gefalle. So. Einfach. Und ja, einfach so, dass ich mir gefalle und dass ich glücklich bin. So zum Beispiel jetzt meine Nase und meine Brüste wollte ich schon immer machen. Meine Nase habe ich einmal gemacht, hat mir halt nicht gefallen, habe ich die nochmal gemacht. So. Ich bin jetzt nicht extrem süchtig und sage, ich will übertrieben operiert sein, sondern so, wie es mir einfach gefällt. So für den Vibe einfach. So OP für den Vibe. Kannst du auch? Also ich sehe das so als Wachstum und kein Stillstand. Also ich mag keinen Stillstand, ich will immer weiter wachsen, irgendwie mich neu erfinden. Und bei mir passiert das zum Beispiel jetzt nicht körperlich, aber innerlich. Und ich versuche mir immer was Neues anzueignen, irgendwie mir neues Wissen anzueignen. Irgendwie ist es so, dass ich irgendwie vorankomme im Kopf. Und das ist so meine Art der OPs, würde ich sagen. So gehe ich mit Dingen um. Deshalb, ich finde, dass wir echt viele Parallelen haben. Du lebst es halt nur anders. Und die Leute, wenn sie jetzt uns nebeneinander sehen, würden sie sagen so, hä, das sind so voll zwei verschiedene Menschen. Aber ich finde so, wir haben so, kennst du bei Mathe, wenn man so einen gemeinsamen Nenner hat? Genau, den haben wir auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Und was sie auch gesagt hat, so innerlich, war bei mir zum Beispiel immer schwierig. Ich habe mich immer freizügig gezeigt, aber das, was ich innen fühle, wie ich denke und bla bla bla, habe ich fast nie gezeigt. Also außer sexuelle Sachen, da war ich total offen. Aber das habe ich nie gezeigt und habe ich mich auch gezwungen, zum Beispiel mit dem Buch halt. Und das ist halt mega geil, wenn man sich immer mehr persönlich erweitert und immer mehr sagt, ey, das ist diese Art und Weise, wie ich bin. Ich will wissen, warum ich so bin und warum ich das mache und wie kann ich das vielleicht positiver machen. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe zum Beispiel das nicht äußerlich gezeigt. Es fängt erst jetzt bei mir an, dass dass das Innere zum Äußeren passt. Bei mir andersrum. Genau, bei mir genau. Jetzt lebe ich auch das nach außen, wie ich mich fühle. Weil früher habe ich mich auch weiterentwickelt, aber bin immer gleich geblieben. Und deshalb, glaube ich, war es für die Leute auch so ein krasser Sprung, als ich von Deutschpop ins urbane Pop gegangen bin. Die so, hä, wie geht das? Voll unauthentisch. Und ich so, ja, ich hab nicht so äußerlich gezeigt, dass da innen drin halt voll viel passiert. Verspürt ihr jetzt in der Musikindustrie als Frauen einen Druck, einen gewissen Look zu haben, eine gewisse Perfektion auch zu haben? Habt ihr das Gefühl, bei euch wird mehr drauf geachtet als bei männlichen Künstlern? Nehmt ihr das wahr oder spielt das für euch alles keine Rolle? Ich finde, ich habe keinen Druck, ich mache mir den selber. Also ich bin sehr perfektionistisch, alles was ich mache ist bei mir Perfektionismus so. Und wenn andere jetzt sagen würden, du musst so und so aussehen, wäre mir das scheißegal. Also den meisten Leuten gefällt das ja auch gar nicht, dass ich so operiert bin. So. Aber juckt mich nicht so. Ich habe meine Art und Weise, meinen Ansporn und ich mache mir selber eher Druck. Wenn andere mir Druck machen, juckt mich nicht. Wenn jemand jetzt sagen würde, ey, deine Nase, du musst die noch mal machen, dann sage ich, ja, juckt mich nicht, ich will die aber nicht machen. Ich war immer so in der Schule schon, dass wenn alle jetzt so Nikes getragen haben, dann wollte ich irgendwie Chucks tragen. Oder alle haben sich geschminkt und ich wollte skaten gehen oder so. Und das war für manche dann irgendwie ganz komisch. Und jetzt auch bei meinem nächsten Musikvideo mache ich so Headbanging. Und voll viele würden sagen so, okay, das ist voll unweiblich. Aber ich finde, für mich gibt's das nicht. Für mich gibt's nur so, wie du bist. Sowas feierst du und keine Ahnung,
ich mag halt nicht das machen, was alle machen. Ja, fühle ich 100%. So einfach ein bisschen genau anders. Genau so extra so. Genau, aber ihr habt extra nicht das Gefühl, dass anders. da irgendwie von oben irgendwie Druck aufgebaut wird, so müsst ihr sein, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid, sondern... Es gibt Leute, die mir zum Beispiel manchmal sagen so, also heute sehe ich, finde ich, sehr weiblich aus, habe trotzdem so eine Trainingshose an, aber mir sagen schon viele, Elif, du ziehst dich nicht richtig weiblich an. Ich bin meistens so mit T-Shirt und eher cooler unterwegs, sportlich. Und die wollen mir dann Druck aufsetzen, Elif, schmink dich mehr, mach das. Und dann denke ich mir, warum? So, es gibt bestimmt voll viele Mädels, die einfach sich endlich vielleicht mal mit jemandem identifizieren können, die so ist. Und so wie jeder so eine Rolle hat, so jeder kann sich das Beste aus jedem Künstler oder jeder öffentlichen Person rausziehen. Und sei einfach du selbst. Ja, man macht einfach, was man gerade fühlt. So. Und das ist wirklich so, zu ihr sagt man, mach mal mehr, bei mir sagt man, mach mal weniger. So, man macht's nie richtig, das ist halt total sinnlos. Egal, was man macht. Ja, warum bist du so prüde? Warum bist du so offen? Das ist ja auch das, was mich aufregt bei dem Frauenbild. Sei sexy, aber nicht zu sexy. Sei das, aber nicht zu das. So. Immer sei was, aber nicht zu dolle. So. Sind das dann immer Männer, die das sagen? Das sagen irgendwie, ich finde, die Gesellschaft. Es gibt auch Frauen, die das sagen. Es gibt auch Frauen, die sagen, Bitch oder schmink dich oder keine Ahnung was. Und ich finde das auch richtig dumm. Und deswegen finde ich auch gut, dass sie das macht. Einfach, wie man Bock hat. Trainingshose und Oberteil, wie man Bock hat einfach. Und die Frage stellt sich erst, wenn du sie mir, also uns stellst. So. Man ist eigentlich, wie man ist, und auf einmal kommt jemand und sagt, findest du, dass das ein Problem ist? Und du hast eigentlich nie als Problem empfunden. Man findet das voll normal, wie man ist. Hä? Ach so, ja, jetzt fängt man an, darüber nachzudenken. So, und denkst, ach so. Ja. Mich freut's, wenn das bei euch in euren Gedanken keine Rolle spielt und ihr einfach so so sein könnt, wie ihr seid. Es ist das Beste, wenn man einfach macht, was man denkt. Und die Leute fühlen das irgendwann. Die Leute verstehen das irgendwann. Und wer es nicht versteht, ist einfach nur beschränkt. Wir haben ja vorhin schon mal kurz so Vorbildfunktion und so gesprochen. Du meintest, du siehst dich nicht unbedingt als Vorbild, aber machst du dir manchmal Gedanken darüber, weil du siehst ja jetzt gut aus, hast dich operiert, so wie du es möchtest, zeigst dich auch freizügig und ich glaube, du bist für viele junge Frauen einfach so ein Idealbild, was sie mal erreichen wollen. Das baut ja auch gerade im jungen Alter einen gewissen Druck auf. Ist das etwas, was dich beschäftigt, wo du dir Gedanken machst? Oder sagst du, ich mache mein Ding und ich kann mich nicht darum kümmern? Das Ding ist, wenn man mich oberflächlich kennt, also jetzt wirklich nur richtig oberflächlich mal gesehen hat oder gehört hat, denkt man ja, ich bin total oberflächlich und ich will, dass alle so aussehen und wer nicht so aussieht, den hate ich voll. Nee, das meine ich gar nicht, dass du denen das irgendwie vorgibst, dass die so aussehen sollen, aber die sehen dich einfach. Und dann kriegen das von alleine. So will ich auch sein. Ja, aber das Ding ist, ich mache das dann immer so, also ich mache mir schon ein bisschen Gedanken. Ich sage dann immer in meinen Stories und alles Interviews, seid einfach wie ihr seid, es ist scheißegal wie ihr seid. Egal wie ihr aussieht, ob ihr schminkt oder nicht, ist kackegal. Das ist meine Message, aber ich bin halt eben genau so und das mag ich halt. Und wenn ich anfange, mich dafür zu verändern, dass Leute zum Beispiel das Schlechte nicht sehen und sich nicht so verändern, wie ich bin, wenn ich damit anfange, dann bin ich wieder nicht ich. Und das ist dann auch wieder fake. Und deswegen bin ich lieber ich, achte ein bisschen weniger auf meine Vorbildfunktion, bin aber dadurch ein Vorbild, weil ich bin. Und das ist so verstrickt. Ich finde so, früher, als ich Musik gemacht habe, habe ich nicht so alle Facetten von mir gezeigt. Ich habe nicht gezeigt, dass ich rauche oder auch mal irgendwie andere Mucke höre und so. Es war alles sehr angepasst, glatt, weil ich auch Angst hatte, den Leuten nicht zu gefallen, weil ich nicht so bei mir selber war. Und ich muss dir sagen, nach einer gewissen Zeit fühlt sich das an wie ein Käfig. Und erst jetzt so, wenn du dich halt irgendwie weißt, wer du bist, dann kämpfst du auch dafür, dass du halt und auch zu dir stehst. So. Du willst, andere so sind, auch wenn jemand was sagt, du willst trotzdem dann so sein. Dann und schau mal, ich feier dich. Ich feiere deine Interviews, ich feiere dieses Interview, das, was du bei der Nase gesagt hast. Ja. Dann heißt es doch nicht gleich, dass ich mir denke, so, ich muss mir jetzt auch die Lippen machen lassen oder irgendwie so. Sondern ich feiere das. Was war das, was sie gesagt hat? Ich feiere die Antwort, wie humorvoll du mit Dingen umgehst, wenn Leute dich dissen, wie du das drehst und so. Das hat mich so inspiriert, wirklich ohne Spaß, dass ich gedacht habe, eine Scheibe von Katja kann ich mir auf jeden Fall abschneiden. So, und zieh mir das Schönste raus, so, für mich. Genau, und das meinte ich vorhin auch. Das haben wir, glaube ich, privat gesagt. Es gibt negative Dinge, die ein Künstler macht, natürlich, wenn er selbst ist. Weil ein Mensch hat nicht nur gute Seiten, kein Mensch hat das. Und aber auch positive. Und ich finde, wenn du jemanden feierst, du ziehst dir das Positive so raus. Es ist so genauso, wie du es gesagt hast. Wir rauchen beide. Ja, Mann. Jetzt muss nicht unbedingt jemand anfangen zu rauchen, aber man wird ihn vielleicht auch nicht davon hindern können. Genau. Wenn er es unbedingt will, wird das schon... Er trifft seine Entscheidung für sich, das ist nicht unsere Verantwortung. Habt ihr euch denn beeinflussen lassen damals als Teenager von Idolen, von Vorbildern? Hat das ich nicht von Idolen, sondern von Mitschülern eher, finde ich.
Keine Idole. Ich habe schon angefangen, so ein Instrument zu lernen durch meine Lieblingsmusiker oder so. Ich wollte dann halt so auch Gitarre spielen oder sowas. Aber Musik beeinflusst doch schon. Also wenn man so J-Lo sieht, wie sie getanzt hat, wollte man auch diesen Lipgloss haben. Also bei mir war das eher so, ich wollte, was wollte ich? Ich wollte auch so sexy sein, aber das war schon immer so. Ich war schon 4, 5 Jahre alt und fand das schon total mein Ding. Ich wusste irgendwie, so wie du mit der Musik das direkt wusstest, ich finde, man weiß direkt irgendwie als Kind schon, wer man ist. Und dann kommt die Gesellschaft, dann kommen die Leute und dann versuchen die dich zu ändern, dann wirst du ein anderer Mensch. Aber eigentlich tief im Inneren bist du das, was du als kleines Kind einfach cool fandest, Mann. Und ich war immer so freizügig so. Bei ihr cooler so Musik, aber ich habe auch Musik unnormal geliebt. Aber bei mir war es eher so, ich wollte freizügige Musik so. Wie du gesagt hast, J-Lo-mäßig. Ich wollte so ausrasten und so. Und das habe ich halt hier. Und ganz ehrlich, einfach so ausrasten und einen Fick geben, so. Das denkt man ja, dass sie es machen, so, die Leute. Ich meine, sie zieht sich auch krass an, aber niemand sagt was, weil sie so ein Weltstar ist. Bei mir war es ja auch am Anfang so, warum ziehst du dich so an, bla bla bla. Jetzt, wo ich erfolgreich bin, ist es langsam normal. So. Und das ist halt scheiße so. Egal, ob du erfolgreich bist oder nicht, zieh dich doch an, wie du Bock hast, Alter. Egal, was du anhast. Juckt doch niemanden. Ja. Mich juckt das null. Das war das erste Mal, dass ihr so zusammensitzt, oder? Ja, dass ihr euch kennengelernt habt, richtig? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, zusammen einen Song aufzunehmen? Und wenn ja... Wie sollte der klingen? Ja, das ist genau die Frage. Guck mal, hast du die Frage vorweggenommen. Auf jeden Fall was Emotionales, oder? Ja, ja. Boah, ich lass dich auf dem Track so singen. Und ich rappe. Ich würd's machen, ja. Safe. Ja, ich fänd's irgendwie interessant. Wir müssen ein geiles Thema finden. Aber ich glaube, haben wir. Wir haben einen gemeinsamen Nenner, haben wir gerade herausgefunden. Was wäre euer Thema? Was glaubst du? Boah, ich glaube, Freiheit wäre schon so dieses Machen, was man Bock hat. Ja. Und dann von deiner Perspektive und meine Perspektive erzählen. Ja, Mann, vor allem, weil wir genau verschieden sind, aber trotzdem gleich, könnte man verschiedene Storys erzählen. Schon interessant. Feier ich. Jetzt so in 2 Monaten. Ich warte. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Danke für eure Zeit, für eure Offenheit. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ebenso. Basement Café, das war's. Natürlich gibt es auch in einer 20-jährigen Karriere oder fast 30-jährigen Karriere hast du Momente, wo du dich abgefuckt fühlst, wo du denkst, Alter, scheiße, so jetzt habe ich wieder Hackmack und wieder dies und in verschiedensten Arten oder mich hat wieder jemand verarscht. Und dann ist es natürlich, so ein Vorbild zu haben und so eine Geschichte, auf die du zurückblicken kannst, selbst wenn es nicht nur meine Geschichte ist, sondern die Geschichte meines Vaters, ist es etwas, wo ich etwas rausziehen kann. Die meisten Leute, die mir heutzutage was vorrappen oder Rapper werden wollen, sind doch eigentlich die, wo denken, dass sie nach oben müssen. Aber die sind nicht bereit dafür, sich nach oben zu kämpfen, zu hustlen. Die sind da, wenn der Tisch gedeckt ist. Aber was ist, wenn er nicht gedeckt ist? Für mich war es gar keine Option. In meiner Familie war Geld gar kein Thema. So, ne? Wir hatten überhaupt kein Geld. In der Zeit in der Türkei waren wir einfach super broke. So. Ich habe die Zeile, du hast nur ein Ei wie und ich Hilde und in der Türkei. So, ne? Also meine Mutter und ich, wir haben, wenn wir uns mal ein Ei gegönnt haben oder wenn meine Eltern ein Ei gekauft haben, meine Mutter und ich uns das geteilt. So, weißt du? Ich bin schon ein bisschen eifersüchtig auf diese Künstler von heute, die diese Kopfschmerzen nicht haben und hoffentlich niemals haben werden. So. Aber damals musstest du dafür bluten. Sozusagen musste ich dafür bluten, dass heute Leute super leben können von Spotify, weil wir den Weg auch geebnet haben. So.